Wie viele Mozartkugeln gibt es eigentlich in Salzburg und wie schmecken sie überhaupt? Für das heutige Mozartkugel-Video möchte ich einen großen Vergleich machen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich gleich 9 verschiedene Mozartkugeln in Salzburg gefunden. Vielleicht gibt es auch noch mehr, also wenn ich welche vergessen habe, schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, welche denn noch fehlt oder welche ihr auch noch gerne näher beschrieben haben möchtet. Aber für dieses Video sind es jetzt einmal diese hier. Sind auch schon einige. Das heißt, es gibt auch unten in der Videobeschreibung einen Kapitelmarken, die dann jeweils euch zu der einzelnen Kugel führen. Und bei jeder dieser Kugel werde ich den Querschnitt herzeigen, also den einmal die Kugel durchschneiden, euch das Innenleben genauer beschreiben und auch bei jeder Kugel wiederum einen Geschmackstest machen, damit ihr euch auch da einen groben Eindruck verschaffen könnt, wie könnte die Kugel denn schmecken, so circa zumindest. Ganz zum Schluss wiederum gibt es dann aber noch einmal einen sehr großen Vergleichstest, das heißt, jede Kugel wird nebeneinander aufgelegt, auch die Querschnitte, und noch einmal ein bisschen miteinander verglichen, damit ihr euch da noch einmal direkt veranschaulichen könnt, wo sind jetzt die Unterschiede oder vielleicht Gemeinsamkeiten bei der jeweiligen Kugel. Für dieses große Überblicksvideo möchte ich einigermaßen chronologisch vorgehen und das heißt, ihr wisst natürlich jetzt, oder diejenigen, die sich zumindest ein bisschen bei Mozartkugeln auskennen, was als erstes folgt, und das ist natürlich die Original Salzburger Mozartkugel von Fürst. Das ist natürlich kein Zufall, sondern der Erfinder der Mozartkugel, Paul Fürst, ist auch gleichzeitig der Gründer vom Familienunternehmen Fürst, das es ja bis heute gibt. Und er hat die Mozartkugel bereits 1890 erfunden, also schon vor einiger Zeit. Und ja, damit auch den Grundstein dafür gelegt, dass ich euch heute so viele unterschiedliche Mozartkugeln überhaupt hier vorstellen kann. Die Fürst-Mozartkugel gibt es in Salzburg an unterschiedlichen Standorten zu kaufen. Also Fürst hat eine Filiale am Alten Markt, also in der Brotgasse, auch in der Getreidegasse 47 oder am Mirabellplatz. Also ihr seid da definitiv gut versorgt, je nachdem, wo ihr euch gerade in Salzburg befindet. Aber vielleicht auch ein wichtiger Hinweis dazu: Die Fürst-Mozartkugel gibt es tatsächlich nur in Salzburg zu kaufen, nicht irgendwo außerhalb, also außerhalb von Salzburg vor allem. Was ihr dann ansonsten machen könnt, ist natürlich immer noch im Online-Shop bestellen. Nun seid ihr aber sicherlich vor allem gespannt, wie die jetzt innen ausschaut, und ja, wickeln wir die mal gemeinsam aus und schauen wir rein. Und hier sieht man jetzt den Querschnitt in der Nahaufnahme. Hier befindet sich ganz außen eine Schicht Bitterschokolade, dann eine Schicht Nougat und ganz innen dann ein Kern aus Marzipan. Und das ist in dem Fall eine Marzipan-Rohmasse aus Mandeln, die dann mit Pistazienmark vermischt wurde. Also ja, man könnte auch sagen Pistazienmarzipan, aber sagen wir mal Marzipan dazu. So, und jetzt werde ich die Mozartkugel probieren und euch versuchen, meine Eindrücke zu schildern. Okay, also das ist definitiv eine sehr ergiebige Mozartkugel. Auch wenn ich es jetzt etwas beschleunigt habe,
aber das Kauen dauert dann durchaus etwas länger. Ich würde vielleicht empfehlen, vielleicht sie nicht im Ganzen zu essen. Aber damit ich euch hier den Gesamteindruck besser beschreiben kann, versuche ich eigentlich immer eine Mozartkugel im Ganzen zu essen. Also hier jetzt auf der Skala ist die Original Mozartkugel von Fürst eher mehr so, würde ich sagen, auf der Nougat-Seite anzusiedeln. Sogar ziemlich stark auf der Nougat-Seite. Das Marzipan ist hier bei der Kugel nicht sonderlich dominant, würde ich sagen. Es ist natürlich vorhanden, es trägt zum Gesamteindruck bei, aber insgesamt ist hier vor allem das Nougat sehr stark im Vordergrund. Das heißt, für diejenigen unter euch, die jetzt nicht unbedingt die größten Fans von Marzipan sind, was natürlich bei Mozartkugeln immer etwas, die bestehen ja immer fast aus Marzipan. Aber für diejenigen unter euch, die sagen, zu intensiven Marzipangeschmack, das ist jetzt nichts für mich, da seid ihr hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Das Nougat schmeckt auch sehr intensiv und auch sehr toll. Also man merkt hier schon die langjährige Erfahrung, hier eine perfekte Mischung zusammenzustellen. Und ja, ist dann auf jeden Fall ein sehr toller Gesamteindruck. Die echte Salzburger Mozartkugel von Josef Holzermeier gibt es auch schon etwas länger. Laut Webseite von Holzermeier seit 1890. Also zumindest wurde sie da in geringer Stückzahl bereits verkauft. Und das glücklicherweise bis heute, damit ich euch die Kugel jetzt näher zeigen kann. Ja, ihr bekommt sie natürlich, wie alle vorgestellten Kugeln, in Salzburg zu kaufen. In diesem Fall ist die Adresse Alter Markt Nummer 7. Das ist direkt in der Salzburger Altstadt. Und ja, schauen wir uns jetzt die Kugel mal näher an. Und hier jetzt der Aufbau von dieser Mozartkugel. Innen ein Kern aus Nougat. Dann haben wir hier etwas helleres oder weißes Marzipan. Dann hier grünes. Dann hier oben ist, denke ich, hier nochmal so eine innere Schicht. Die schaut eher nach Milchschokolade aus. Und dann eine äußere Schicht wiederum mit dunkler Schokolade. Okay, und jetzt zum Geschmackstest. Okay, also bei der Kugel jetzt, wenn ich wiederum die Skala einblende, kann man definitiv mehr von einem marzipanigen Geschmack sprechen. Ich würde sogar sagen, die Kugel ist ziemlich weit auf der Marzipanseite. Auch wenn sich innen Nougat befindet in der Kugel, zumindest wie wir ja im Querschnitt vorher gesehen haben, ist er jetzt geschmacklich eher unauffällig, kann man sozusagen feststellen. Das heißt, die Kugel hat einen sehr intensiven Marzipangeschmack, nicht unangenehm in dem Sinn, also wenn man Marzipan mag, sowieso nicht, und auch sonst, wenn man jetzt nicht extrem viel Marzipan bevorzugt, ist es trotzdem eine insgesamt sehr ausgewogene Kugel. Also ausgewogen nicht bei Marzipan, aber es mischt sich dann doch mit Nougat. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ihr beißt jetzt quasi nur in Marzipan hinein. Aber gerade im Vergleich zur Fürstkugel oder auch zu anderen Kugeln, die wir dann noch näher uns anschauen werden, ist hier sicherlich ein sehr, sehr ausgeprägter Marzipangeschmack. Also wenn Fürst sehr stark auf der Nougat-Seite wäre, dann könnt ihr euch hier vorstellen, die ist wirklich sehr stark auf der Marzipan-Seite. Das heißt, vor allem für diejenigen von euch, die Marzipan sehr gerne mögen, wahrscheinlich sogar einer der Favoriten der Kugeln.
Und das ist natürlich aber auch eine sehr stark individuelle Sache, also je nachdem, was einem persönlich besser schmeckt. Und ja, in dem Fall diejenigen von euch, die ja das mögen, wissen jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser Bescheid. Und ja, schreibt mir natürlich wie immer, ich sage das auch gerne bei anderen Kugeln dazu, unten in den Kommentaren, wie denn die Eindrücke so für euch waren. Als nächstes stelle ich euch die echte Mozartkugel von der Konditorei Schatz vor. Diese Mozartkugel gibt es tatsächlich ebenfalls schon ziemlich lange, laut Angaben auf der Webseite seit 1900. Ihr findet die Konditorei Schatz in der Getreidegasse Nummer 3 in Salzburg. Das ist nicht direkt auf der Getreidegasse, auch wenn es die Adresse jetzt vielleicht vermuten lassen würde, sondern ihr müsst da durch einen kleinen Durchgang, also weniger als 1 Minute, und ihr seid schon bei der Konditorei angekommen. Aber ihr seid jetzt sicher vor allem gespannt, wie die Kugel dann genau ausschaut. Also ja, schauen wir sie uns näher an. Und hier nun der Aufbau der Mozartkugel. Ihr seht, hier im Inneren ist ein Pistazienkern, dann hier 2 unterschiedliche Schichten von Nougat und ganz außen wiederum dunkle Schokolade, mit der diese Kugel umhüllt ist. Nun möchte ich diese Mozartkugel probieren. Also machen wir mal einen Geschmackstest. Okay, also wenn ich auch jetzt die Skala wieder mal einblende, wiederum eine Mozartkugel, die mehr auf der Nougat-Seite anzusiedeln ist. Das Marzipan kommt durchaus zu tragen, aber jetzt nicht sonderlich stark. Also das ist mehr so, es trägt auch hier wiederum zum Gesamteindruck etwas bei, aber insgesamt ist es eine stärker nougatige Kugel. Im direkten Vergleich zu Fürst würde ich das Nougat mit heller bezeichnen. Also es ist nicht so intensiv, es ist auch sehr nougatig, aber eben es hat nicht so eine dunkle Note einfach. Irgendwie lässt sich das besser in Farben ausdrücken als in Geschmäckern. Man kann nicht sagen weniger intensiv, sondern einfach eine andere Form von Nougat. Aber auch hier sehr nougatig und das Marzipan ist mehr so, ja, auch dabei. Und trägt quasi etwas dazu bei, aber ist ja nicht im Vordergrund oder irgendwie dominant. Also auch hier wiederum für die Marzipan-Liebhaber vielleicht nicht die erste Wahl, für diejenigen, die Marzipan nicht zu intensiv mögen in einer Nachspeise, dann durchaus eine gute Option. In der Münzgasse 2, also das ist nur ein kleines Stück von der Getreidegasse entfernt, findet ihr diese Mozartkugel. Oder besser gesagt, ihr findet dort die Altstadt-Konfiserie und in der gibt es die echte Mozartkugel. Und das auch schon ziemlich lange, nämlich seit der Gründung von dem Geschäft 1960 kann man diese Mozartkugel bereits kaufen. Daher ganz spannend und ja, schauen wir auch da rein, was sich hier innen verbirgt. Und hier sehen wir jetzt das Innenleben von dieser Mozartkugel. Hier ein Kern aus Marzipan, dann hier Nougat
Dann hier noch einmal eine äußere Schicht von Schokolade und ganz außen dann die dunkle Schokolade. Okay, und jetzt probieren wir mal die Kugel. Okay, also auf der schon bekannten Skala ist auch diese Kugel wiederum stärker auf der Nougat-Seite zu sehen. Das heißt, das Marzipan auch hier kommt zu tragen. Es trägt wie immer zum Gesamteindruck natürlich bei, weil es ist ja auch gar nicht so unerheblich im Querschnitt. Aber insgesamt bleibt die Kugel mehr auf der Nougat-Seite und ja, ist dort auch sehr, sehr weich übrigens. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit hier, so vom Mundgefühl her. Vor allem im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Fürst, aber auch zur Schatz-Variante der Mozartkugel. Die ist einfach sehr, sehr viel, also die hier von der Altstadt-Konfiserie, ist sehr viel saftiger sozusagen. Also es ist innen flüssiger alles. Man sieht es, glaube ich, auch im Querschnitt so ein bisschen, dass das Nougat ist sehr viel weicher. Hat jetzt nicht so einen starken Bisswiderstand. Ist aber ja durchaus dann außen ja durch eine knackige Schokoladenschicht gut geschützt. Und ist dann auch, würde ich sagen, eine willkommene Abwechslung zu den anderen. Und eine spannende Interpretation von der Mozartkugel. Aber wiederum, ganz wichtig, die Marzipan-Liebhaber, die wirklich sagen, sie möchten sehr intensives Marzipan haben, werden hier wahrscheinlich nicht auf ihre Kosten kommen. Wenn ihr neutral bis Nougat bei der Mozartkugel eher im Geschmacksprofil bevorzugt, dann wird das auf jeden Fall eine Kugel sein, die euch sehr glücklich macht. Wir verlassen jetzt die Salzburger Altstadt, gehen über die Salzach in die Linzer Gasse. Dort gibt es diese Mozartkugel hier, die Salzburger Mozartkugel, beim Café Habakuk in der Linzer Gasse Nummer 26. Diese gibt es bereits seit 1994 und ja, gemeinsam mit euch möchte ich mir die jetzt näher anschauen. Und hier sieht man jetzt innen den Marzipankern von dieser Mozartkugel, dann außen ein weiches Nougat und hier ganz außen dann eine knackige dunkle Schokolade, wo hier das Innenleben quasi eingefüllt wird. Man sieht hier auch unten noch ein bisschen den Verschluss sozusagen. Und ja, so ist diese Mozartkugel aufgebaut. Und jetzt zum eigentlich immer tollsten Teil von jeder Kugel, zumindest für mich jetzt, weil ja, ich kann die Kugel jetzt auch probieren, um euch meine Eindrücke zu schildern. Okay, also wenn ich zunächst mal die Skala einblende, ist die Kugel hier auch wiederum sehr stark auf der Nougat-Seite anzusiedeln. Das Marzipan kommt so ein bisschen zu tragen, aber insgesamt würde ich sagen, dominiert hier doch wirklich sehr stark das Nougat. Es ist ja auch ein sehr großer Teil davon, also im Querschnitt hat man schon so Marzipan gesehen, aber dadurch, dass dieses auch sehr weich ist, sehr, ich würde nicht sagen flüssig, aber sehr weich auf jeden Fall, verbindet sich das dann, denke ich mal, sehr, sehr stark mit dem Nougat und trägt dann zum Gesamterlebnis bei. Das Mundgefühl ist hier vielleicht auch etwas sehr, sagen wir mal, Eigenes. Also die Kugel ist innen wirklich sehr, sehr weich. Die äußere knackige Schicht, wenn man die dann mal knackt, dann hat man wirklich ein sehr weiches
Mundgefühl eine sehr weiche Masse hier und ist somit auch, würde ich mal sagen, schon deutlich anders zu den anderen Kugeln. Und vor allem durch die Größe dann, es ist auch eine von den größeren Kugeln, die ich euch hier vorstelle, dann auch, ja, eine sehr üppige Portion. Also ich würde sogar empfehlen, bei der Kugel vielleicht man kann sie auch mit jemandem teilen und beide haben dann sehr viel davon. Ebenfalls einige Jahre, also mittlerweile schon 10 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger, gibt es die Salzburger Mozartkugel von der Konditorei Leimüller. Diese ist nur ein paar Gehminuten vom Café Haberkuck entfernt, in der Linzer Gasse 55, wo ihr diese Kugel bekommen könnt, die ich euch jetzt näher zeigen möchte. Also auch hier sieht man eine innen sehr flüssige Kugel. Das heißt hier das Marzipan, dann hier Nougat und hier noch einmal eine knackige Außenschicht und dunklere Schokolade, die die flüssige innere Schicht quasi beschützt. Und jetzt, ja, probiere ich die Kugel mal. Okay, also auch hier mal zunächst auf der Skala. Ist die Kugel wiederum stärker auf der Nougat-Seite angesiedelt, sogar relativ stark. Das Marzipan habe ich jetzt nicht so stark rausgeschmeckt. Vielleicht, ja, also das verbindet sich hier auch wiederum eher zum Gesamteindruck und fällt jetzt so im Detail nicht unbedingt auf. Was hier ein bisschen auch auffälliger ist bei dieser Kugel, vom Mundgefühl her wiederum, die ist auch innen sehr weich. Das heißt, dass die Füllung schmilzt dann auch relativ schnell dahin. Aber in dem Fall ist die Außenhülle auch eigentlich relativ zart schmelzend. Also sie schmilzt auch relativ schnell. Ist dann nicht so eine ganz so dunkle Schokolade, schätze ich mal, oder nicht ganz so hart. Und ja, schmilzt dann auch so dahin, aber auch da wiederum eine insgesamt sehr ausgewogene Kugel, also ausgewogen im Nougat-Bereich. Und für diejenigen von euch, die jetzt wiederum eher gerne Marzipan in der Mozartkugel herausschmecken, wahrscheinlich nicht die allererste Wahl. Für die Nougat-Liebhaber oder die halt eher in diesem Bereich der Mozartkugel-Skala eher glücklich sind, dann ja, ist das wahrscheinlich auch wiederum eine gute Wahl. Auch von der Größe her vielleicht, das ist auch eine sehr, sehr große Kugel. Also gemeinsam mit der von Haberkuck eine von den größeren hier. Das heißt, da kann man fast schon sagen, ist auch eine Kugel, die man sehr gut mit anderen teilen kann. Oder ansonsten vielleicht auch nur so zur Hälfte probieren. Also da ist definitiv einiges da. Ist aber dann wiederum dadurch ausgeglichen, dass sie innen eben sehr weich ist. Also wenn das jetzt wirklich sehr fester Nougat wäre und auch vielleicht fester Marzipan oder alles Marzipan, dann wäre es wahrscheinlich deutlich zu viel. Aber in dem Fall durch diesen weichen inneren Bereich, inneren Kern oder der ganze innere Teil von der Kugel, funktioniert das auch mit dieser Größe sozusagen eigentlich sehr gut. Die Braunpunkt-Mozartkugel ist eine der jüngeren Mozartkugeln, die ich euch in dem Video vorstelle. Die gibt es erst seit circa 10 bis 15 Jahren. Bekommen könnt ihr sie in der Getreidegasse 29 oder in der Judengasse 1. Da hat Braun jeweils eine Filiale. Und was vielleicht bei dieser Kugel auch noch
eine Besonderheit ist, es gibt auch eine ohne Marzipan-Variante. Die hat dann trotzdem Pistazien drinnen, aber eben kein Marzipan. Und ist vielleicht für manche von euch spannend, die halt überhaupt kein Marzipan mögen. Oder aber ihr kennt vielleicht Freunde oder Bekannte, die auch absolut Marzipan nicht ausstehen können. Und ihr möchtet sie vielleicht trotzdem von Mozartkugeln überzeugen, dann ist das natürlich eine hervorragende Gelegenheit, das auszuprobieren. Nicht etwas, was ich vielleicht selbst schon gemacht hätte oder so. Aber für das Video jetzt möchte ich euch vor allem die Marzipan-Variante, sozusagen die klassische Variante, vorstellen. Und ja, schauen wir also mal rein, was sich da näher finden lässt. Und hier seht ihr jetzt das Innenleben von dieser Mozartkugel. Hier eine Schicht Marzipan, dann hier Nougat, sagen wir mal ein eher weicheres Nougat, würde ich sagen. Dann hier auch nochmal eine äußere Schicht von festeren Nougat oder festerer Schokolade und ganz außen dann dunkle Schokolade. Und jetzt möchte ich die Kugel probieren. Okay, und jetzt wiederum auf der Skala befindet sich diese Kugel auch mehr auf der Nougat-Seite, aber vielleicht nicht ganz so nougatig, also so mehr, ja, im anfänglichen Teil, weil das Marzipan ist auch hier eher wiederum Teil des Gesamteindrucks. Das heißt, man schmeckt es nicht spezifisch raus, vielleicht ganz kurz am Anfang, bevor quasi alles sich verbindet, ist das Marzipan kurz dominant und dann wird es eigentlich quasi eine große Gesamterfahrung, die dann eher nougatig bleibt vom Geschmack her. Also für mich jetzt ist vielleicht immer ganz wichtig für alle diese Tests hier, die sind natürlich eine sehr stark individuelle Erfahrung. Und das ist natürlich nur so für euch zumindest ein grober Versuch, damit ihr ungefähr wisst, wo die Kugel sein könnte. Aber nicht unbedingt jetzt eine sehr klare Wissenschaft sozusagen. Und vom Mundgefühl her wiederum gibt es hier bei der Kugel, würde ich sagen, auch eher, dass es sehr weich ist innen. Jetzt nicht so weich wie zum Beispiel Haberkuck oder Leimüller, die waren eher wirklich sehr weich innen. Das heißt, hier haben wir wiederum mehr so eine mittlere Weiche, was so das Nougat anbelangt, und auch die Außenhülle, die schmilzt dann auch. Es ist auch eher weicher, schmilzt dann schnell dahin und ja, fügt sich dann alles zu einem guten Gesamterlebnis zusammen. Nun zeige ich euch die Konfiserie-Mozartkugel, die hier, von Schokolada. Die ist auch verhältnismäßig jung, also die gibt es seit 2016 am Markt. Und vielleicht als Besonderheit im Vergleich zu den anderen Mozartkugeln in diesem Video, die bekommt ihr eigentlich in ganz Österreich. Das heißt auch in Touristenshops in Wien oder in diversen Billa Corso Filialen könnt ihr diese Kugel normalerweise auch kaufen. Aber sie ist natürlich trotzdem eine handgemachte Mozartkugel, steht ja auch Handmade drauf. Und ihr könnt sie ja in Salzburg bekommen, daher wollte ich sie auch im Rahmen von diesem großen Überblicksvideo vorstellen.
Okay, und hier seht ihr nun den Aufbau der Mozartkugel. Hier ist der Marzipankern. Wie ihr auch seht, bei handgemachten Produkten ist nicht immer alles perfekt in der Mitte, aber das Marzipan ist auf jeden Fall da. Dann haben wir hier Nougat, dann hier ein paar Haselnussstücke, die sind hier da so drinnen. Und ganz außen ist es umhüllt von Schokolade noch einmal. Und jetzt der Geschmackstest. Okay, also zunächst mal wiederum ein Blick auf die Skala. Und hier wiederum würde ich sagen, die Kugel ist stärker auf der Nougat-Seite einzustufen. Das Marzipan ist ja ein kleiner Kern, aber man schmeckt es durchaus auch, vor allem am Anfang, etwas mehr raus. Das heißt, es ist nicht ganz so stark auf der Nougat-Seite, wo man das vielleicht vermuten könnte. Durch eben durch das Marzipan eben innen. Und ja, was dann auch beim Mundgefühl zu tragen kommt, sind natürlich die Haselnuss-Splitter, die sich da drinnen befinden, oder die Nussteile. Das heißt, hier hat man im Gegensatz zu anderen Mozartkugeln ein stärker crunchiges Kauerlebnis, kann man sagen. Eine durchaus coole Kugel, aber eher wiederum auf der Nougat-Seite. Das heißt, für die Marzipan-Liebhaber unter euch auch wiederum nur mit Vorbehalt sozusagen. Also ihr müsst eher Nougat mögen in einer Mozartkugel und nicht so sehr den Marzipan-Geschmack. Und was ich vielleicht bei dieser Kugel, also Konfiserie, am Anfang noch vergessen habe zum Dazusagen, von Schokolade gibt es tatsächlich mittlerweile einige mehr als diese Kugel mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, Ruby Chocolate außen oder auch eine vegane Variante. Aber für dieses Video oder dieses Überblicksvideo habe ich mich wiederum nur auf die erste Kernvariante beschränkt. Die bekommt man auch meistens überall, auch eben bei Billa. Und damit es sozusagen nicht ein gigantischer Test wird. Alleine bei Schokolade gibt es mittlerweile einige verschiedene Kugeln, da müsste man eigentlich ein eigenes Video dazu machen. Und ja, aber das nur als wichtiger Hinweis, es gibt hier auch noch unterschiedliche Varianten. Das hier ist wirklich die dunkelblau verpackte Konfiserie-Mozartkugel. Die Mozartkugel Handmade von der Mozartkugel Factory gibt es seit einigen Jahren in einigen Touristengeschäften in der Getreidegasse zu kaufen. Wirklich nähere Informationen zu dieser Kugel konnte ich jetzt nicht unbedingt finden, also bis auf den Hinweis, was hinten auf der Verpackung draufsteht, hergestellt für Mozartkugel Factory. Aber ja, die ist natürlich trotzdem spannend und ich wollte sie euch jetzt nicht vorenthalten. Und vielleicht auch noch wichtig, bei dieser gibt es auch theoretisch einige fruchtige Varianten, je nachdem wie die gerade verfügbar sind. Aber für dieses Überblicksvideo wollte ich mich wirklich nur auf die sozusagen klassische Version konzentrieren und euch die jetzt auch näher zeigen. Schauen wir also mal rein. Und hier sieht man jetzt einige, sage ich mal, sehr spannende Schichten von dieser Mozartkugel. Hier ist einerseits innen Nougat und das hier dürfte dann die Pistaziencreme sein, die auch auf der Rückseite von der Verpackung als Inhaltsstoff genannt wird. So ganz genau kann ich
das hier nicht zuordnen. Ich würde jetzt einmal vermuten, es ist eine Form von weißer Schokolade. Und hier umhüllt dann schließlich ist diese Kugel mit dunkler Schokolade. Und jetzt folgt noch der Geschmackstest von der Mozartkugel Handmade. Ja, also wenn ich euch jetzt die Skala einblende, dann muss man hier natürlich sagen, die Kugel schmeckt eigentlich nur nach Nougat, in der Theorie. In der Praxis, wenn ich euch jetzt im Gegenzug die Inhaltsstoffe anzeige, also ich blende euch die jetzt gleichzeitig auch ein, dann seht ihr, dass die Kugel, wie schon vorher auch erwähnt, kein Marzipan enthält. Sie enthält zwar trotzdem Pistaziencreme, was dann dafür sorgt, dass es quasi nicht nur nach Nougat schmeckt, aber eigentlich auch nicht wirklich unbedingt nach Marzipan. Ist jetzt für mich persönlich eigentlich nicht eine große Tragödie, könnte man sagen. Aber wenn ihr jetzt tatsächlich eine Mozartkugel sucht, die eher im ausgewogenen Bereich ist oder die eben auch Marzipan enthält, oder ihr vielleicht sogar große Fans von Marzipan seid, dann ist das wahrscheinlich nicht die perfekte Mozartkugel für euch. Im Gegenzug für diejenigen unter euch, die Marzipan vielleicht gar nicht mögen und somit eigentlich auch Mozartkugeln rein theoretisch nicht mögen sollten, dann ist das eine Mozartkugel, die halt wirklich eine Alternative bietet, eine gewisse Vorstellung oder sagen wir mal die Idee der Mozartkugel umzusetzen, ohne jetzt Marzipan zu verwenden. Weil zumindest der Pistazienteil in Mozartkugeln ist ja einfach normalerweise Pistazienmarzipan drinnen oder auch noch anderes Marzipan. Und hier ist es quasi einfach Pistazie ohne Marzipan. Und hier seht ihr jetzt alle Mozartkugeln aus diesem Video im direkten Vergleich. Das heißt, hier oben links die Mozartkugel von Fürst. Man sieht hier mit einem inneren Marzipankern, außen relativ viel Nougat und geschmacklich auch eher im Nougat-Bereich anzusiedeln. Dann hier direkt daneben gleich auch praktischerweise das andere Ende vom Spektrum, nämlich Holzermeier mit einer Mozartkugel, die sehr viel Marzipan enthält und auch sehr stark nach Marzipan schmeckt. Dann haben wir hier die von der Konditorei Schatz. Da ist wiederum sehr viele Schichten Nougat, innen Marzipan. Dann hier die Altstadt-Konfiserie Mozartkugel, die eher saftig innen ist. Auch hier relativ viel Marzipan, aber geschmacklich mehr im Nougat-Bereich. Dann hier Kaffee Habakuk, wo es noch einmal sehr viel saftiger wird sozusagen. Wir haben auch hier innen Marzipan, aber auch sehr viel Nougat außen, sehr weiches Nougat, mit einer knackigen Hülle. Dann hier Leimüller, wo es noch einmal sehr saftig innen ist, vom Mundgefühl her. Auch hier sehr viel Marzipan, die Creme hier und einen knackigen Außenbereich. Dann hier die Braunpunkt, auch wiederum eher sehr, sagen wir mal, weicher vom Mundgefühl her, trotzdem auch relativ viel Marzipan. Dann hier Nougat, dann die Schokolade, die Konfiserie Mozartkugel, die hat hier jetzt einen etwas versetzten Marzipankern, die Haselnussstückchen drinnen und sehr viel Nougat auch. Und dann die Mozartkugel Handmade, die hier das Pistazienmark hat, wie auch vorher erwähnt, eben kein Marzipan enthält, dafür eben sehr viel Nougat und hier das Pistazienmark. Was man hier vielleicht auch im direkten Vergleich so einigermaßen sieht, die größten Mozartkugeln in Salzburg, quasi Habakuk und gleichzeitig Leimüller. Man sieht es auch im Querschnitt, vor allem da so im
Vergleich. Das sind noch sehr große Querschnitte. Hier bei Schatz ist übrigens nicht zwingend die kleinste Mozartkugel. Dadurch, dass die halt handgemacht sind, gibt es immer wieder unterschiedliche Exemplare. Also ich hatte ja auch schon etwas größere. Sie ist eigentlich dann in dem Mittelfeld, wo eigentlich ja Braun, Altstadt, Konfiserie, Handmade, also die sind eigentlich alle ziemlich gleich groß üblicherweise. Und dann die Füße ist eher so in der Mitte zwischen den kleineren und den größeren. Und bei Holzhammer haben wir dann eher eine horizontale Ausweitung, auch wenn jetzt hier das Marzipan so geschichtet ist, aber die geht eher ein bisschen sozusagen in die Breite und nicht so sehr in die Höhe. Okay, dieses Überblicksvideo kommt jetzt langsam an das Ende. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt zumindest einen groben Überblick darüber verschaffen, was es denn so für handgemachte Mozartkugeln in Salzburg gibt und auch wie sie schmecken. Schreibt mir außerdem gerne in den Kommentaren unten, was denn so euer Favorit ist und warum ihr findet, dass das die beste Mozartkugel ist. Das ist natürlich immer subjektiv. Ich glaube, wie schon auch in dem Video hervorgegangen ist, ich mag ja eigentlich alle davon, aber es gibt da natürlich immer gewisse individuelle Vorlieben. Was auch noch vielleicht wichtig zu erwähnen ist, ihr konntet zwar in dem Video jetzt auch grob erfahren, wo ihr die Kugel bekommen könnt, aber ich habe noch einmal ein extra Tourvideo gemacht, wo ich durch ganz Salzburg gehe und alle diese Kugeln quasi abhole oder wo ihr sie bekommen könnt. Das dann wirklich von Station zu Station im Zeitraffer, damit es auch nicht so lange dauert. Und ihr seht halt dann auch wirklich noch einmal genau, ja, wie kann man möglichst schnell durch die Salzburger Altstadt laufen und verschiedene Mozartkugeln abholen. Das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, aber auch am Ende von diesem Video werde ich es dann hier irgendwo dann einblenden. Was ich vielleicht absichtlich hier weggelassen habe, sind die Preise von den einzelnen Mozartkugeln. Dazu habe ich einen begleitenden Blogartikel geschrieben, den ich auch ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinke. Da wird dann wirklich von jeder Kugel noch einmal der genaue Preis genannt. Dadurch, dass halt ein Blogartikel einfacher zu aktualisieren ist und sich die Preise ja immer wieder ändern können, findet ihr auch dort in dem Blogartikel immer den aktuellsten Preis. Ja, und ich sage jetzt auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr so lange dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal.